Hallo, guten Tag. Konntet ihr mich hören? Dankeschön. Wir warten noch 1 oder 2 Minuten. Okay. Es erklingen mich noch einmal. Bitte gebt ihr eure Matrixnummer zum Ihrer Tutorial. Okay. Wir sollten nächste Woche die Studienleistung hoffentlich im Post eintragen, sodass ihr die Klausur anmelden könnt. Okay. Gut. Das ist unser Plan, oder, Christian? Ja. Ja. Ja, gut. Guten Tag. Wir kommen zu der Vorlesung Rechnerstrukturen. Diese Woche ist die letzte Woche der Vorlesung und nächsten Montag ist die Probklausur. Sie haben noch 8 Stunden, fast 8 Stunden, um die Probklausur anzumelden. Bitte melden Sie, wenn Sie die Probklausur an die Probklausur teilnehmen möchten. Wir haben mehr als 300 Studis angemeldet, glaube ich. Wir brauchen vielleicht 2 Munterzimmer, aber wir kündigen die Information an. Gut, dann fangen wir an weiter zu der Vorlesung. Ich sehe so. Ich glaube, es gibt Sound. Okay. So bitte gucken Sie, wenn es kein Sound gibt. Wir haben am Montag, letzte Woche über TOB und Cache gesprochen. Wir haben meistens Zeit über TOB gesprochen und auch ein bisschen über Cache gesprochen. So, TOBs sind keine speichert vor Adresse und Cache sind keine speichert von Daten und Befehl. Okay. So, warum Cache und TOBs sind für uns wichtig? Wenn wir Cache benutzen und wenn wir Data vom Hauptspeicher lesen möchten und die Daten ist schon in Cache, dann können wir schnell die Daten zugreifen und der Geschwindigkeit zwischen Prozessor ist vielleicht 10 bis 20, dann R3 ist mehr, aber Hauptspeicher kann 100 bis 1000 jeder Zugriff. Es bedeutet,
wir sprechen hier ein kleines Speicherplatz mit Geschwindigkeit zu bekommen. Und wenn wir nicht Daten im Cache finden können, dann müssen wir im Hauptspeicher die Daten zugreifen. Warum Cache wichtig für uns? Wir gucken mal hier mit dieser Erfahrung. Okay. Warum sollte man sich mit TLBs und Caches beschäftigen? So, hier können Sie die Information von dieser Veröffentlichung. What every programmer should know about memory. Ich sehe nicht gut Internetverbindung. Okay, gut. So, das ist what every programmer should know about memory. Und hier ist ein Beispiel von dieser Veröffentlichung. Und hier ist ein Experiment mit Pentium P4 Prozessor von Intel. Und es ist eine Untersuchung der Laufzeit bei Durchlauf durch eine im Array abgelegte Linked List mit Einträgen von Unpad mal 8 Byte. So Unpad ist die Größe von Datenstrukturen und Unpad mal 8 Byte ist die Größe von jedem Element. Und mit Pentium P4 es gab 16 Kilobyte L1 Data Cache mit 4 Tokens per Zugriff und 1 Megabyte L2 Cache mit 14 Sekunden Zugriff und der Hauptspeicher ist mit 200 Sekunden per Zugriff. So die Information hier ist wichtig. Wir bekommen diese Information, die Information genau, wenn wir noch über die Daten gucken. Okay, so es gibt L1, L2. So wir haben L1 und L2 und Hauptspeicher. L1 ist klein, 16 Kilobyte mit 4 Sekunden per Zugriff. Wenn der Array klein ist, wenn dieser Unpad nicht ganz groß, dann können wir die Daten ganz in L1 Cache legen und dann bekommen wir mehrere L1 Cache-Hits und dann ist die Zugriffszeit klein. Wenn dieser Array ist ganz groß, dann müssen wir mehrere Adressen springen, dann bekommen wir vielleicht mehrere L1 Cache-Miss und dann aber ein paar L2 Cache-Hits. Dann ist die Zugriffszeit vielleicht zwischen 4 Sekunden und 14 Sekunden per Zugriff. Und wenn wir ein größeres Array zugreifen möchten, dann bekommen wir mehrere Cache-Misses, dann bekommen wir auch mehrere Zugriffszeit. Das können wir hier sehen. Hier ist ein Beispiel mit Unpad. So das ist Unpad plus 1 mal 8. So, ich habe ein plus 1 hier vergessen. Das plus 1. Ja. Okay, es bedeutet, dass es nicht ganz groß. Okay, dann sehen wir hier, wenn dieser Array klein ist, wie groß ist dieser Array? Das ist hier ist 2 hoch 10. 2 hoch 10 ist 1 Kilobyte. Und 2 hoch 13 ist 8 Kilobyte. Und hier sehen wir 2 hoch 14. Das ist 16 Kilobyte. Und es bedeutet, das ist unser L1 Cache größer. Und wenn die Array ist nicht groß genug, die Array ist klein, dann können wir die Daten
von L1 Cache finden und dann bekommen wir nur einmal Cache Miss, dann können wir später die Daten wieder benutzen und das sehen wir hier mit 4 Zukunft per List Element zugreifen und dann haben wir L1 Hit normalerweise in mehrere Zugreifen. Und dann bekommen wir jetzt in diesem Gebiet sehen wir jetzt L2 in diesem Gebiet mit L2 Hit und dann ist dieser mit L1 Miss und L2 Hit, dann das ist zwischen L1 und L2. Ja? Und das ist, wir bekommen zumeist 4 Zukunft für L1 Miss und dann hier ist L2 Miss, L2 Hit. Dann sehen wir jetzt, wenn wir mehrere große Cache bekommen, dann haben wir jetzt auch mit der neuen Zukunft per List Element Zugriff. Was bedeutet jetzt hier ist, dass wir zugreifen die Daten in jede 8 Bytes. Es bedeutet, wir haben auch die Daten zuerst mit L1 Cache Miss, dann L2 Cache Miss, dann haben wir die Daten vom Hauptspeicher schon geladen und dann haben wir im ein paar Bytes in diesem Array noch mehr Daten bekommen. Und jetzt mit Intel Pentium P4 gab es Prefetching. Dann es gibt auch in diesem Gebiet mit Prefetching, sodass wir auch weniger Zukunft hier bekommen. Aber diese Funktion Prefetching funktioniert nicht gut, wenn Unpad größer ist. Es bedeutet, wenn wir große Elemente bekommen, dann haben wir mehrere Probleme mit dieser L2 Cache Misses. Okay, dann das ist andere. Dieser ist mit Unpad gleich wie nur und jetzt ist Unpad größer als nur. Dann hier haben wir Unpad 7, Unpad 15 und Unpad 31. Was sehen wir jetzt hier ist das, wenn wir über die drei verschiedene Größe von Unpad gucken. Was bekommen wir jetzt ist die Grenze. Hier ist noch 16 Kilobyte. Hier ist, glaube ich, was ist das? So, 2 hoch 10, das ist 2 hoch 19. Das ist 500, 0,5 Megabytes. Ja? So, das ist 1 Megabyte. Wie groß ist L2? So, L2 ist 1 Megabyte. So, 2 hoch 20, hier ist 1 Megabyte. Dann sehen wir hier, nach 2 hoch 20, dann bekommen wir L2 Cache Miss, mehrere Cache Misses. Und dann bekommen wir auch die verschiedenen Latenz von die verschiedenen Größe von Unpads. Okay, aber wir sehen jetzt hier ist, wenn die Größe von Array ist nicht groß, dann haben wir wenig Zeit von die Zugriffszeit bekommen. Das ist L1 Data Cache Hit. Und dann hier ist L2 Cache Hits, dann hier ist L2 Cache Misses. Dann bekommen wir verschiedene Zugriffszeiten von diesen Zugriffen. Okay, dann jetzt sehen wir auch fast gleich, wenn wir über verschiedene Größe von Caches gucken. Was bedeutet jetzt hier ist einfach so, programmierend mit Speicher, wir sollten immer über die Größe von Cache denken und überlegen, was brauchen wir von diesen Daten zu greifen. Und wenn
wenn wir die Daten nur in dieses Gebiet legen, dann bekommen wir ganz schnell Zugriffszeiten. Wenn wir die Daten in dieses Gebiet legen, dann bekommen wir ein bisschen zwischen ganz schnell Zugriffszeiten und nicht so Zugriffszeiten. Aber wenn wir die Daten ganz sofort zugreifen, dann bekommen wir ganz langsam Zugriffszeiten. Dann das ist schlecht für die Performance vom Programm, von die Programs. Okay. Dann Sie können noch diese Verhalten von Cache und TLB im ROS-Simulator gucken. ROS erlaubt die Cache-Simulation. Und hier bekommen Sie auch die Information von verschiedenen Cache-Replacement Policy und auch diese Cache-Organisation, Direct Mapping, Set Associative Mapping und Fully Associative Mapping. Und die Information wir erkennen hier. Gut, dann habe ich immer Probleme mit meinem Playback heute. Und dann, wir haben über Zugriffen schon gesprochen. Was sollten wir machen, wenn wir die Daten von Cache schon geschrieben mussten? Wenn wir die Daten schreiben mussten. Es bedeutet, wenn wir die Daten in Cache schreiben, dann müssen wir auch die Daten weiter in Speicher schreiben. Die Frage jetzt ist, wie oder wann sollten wir die Daten von Cache im Speicher weiter schreiben. Es gibt zwei Möglichkeiten, mindestens zwei Möglichkeiten. Eine ist Write-Through, auf Deutsch durchschreiben. Andere ist Write-Back. Die zwei sind fast gleich, aber mit nur einem Unterschied. So, mit Write-Through, es bedeutet, jeder Schreibvorgang in den Cache führt sofort zu einer Aktualisierung vom Hauptspeicher. Mit Write-Back, es ist dieser Rückschreiben im Hauptspeicher erfolgt zuerst, wenn die Cache-Zeile überschrieben wird. Es bedeutet, wenn wir die Daten hier schreiben, so können wir noch ein paar Zukunft warten. Bis wann sollten wir die Daten im Speicher wieder schreiben? Das ist nur, wenn wir diese Cache-Block nicht weiter benutzen möchten. Okay, so es bedeutet, für Write-Back wird warten, bis wir diese Daten nicht wieder in Cache lassen. Weiter mit Write-Through schreiben wir sofort, wenn die Daten schon in Cache geschrieben wird. So, ich habe jetzt zwei Fragen zu Port gehen. Ups. Okay, es tut mir leid. So, Unpad benutzen wir, um die Größe von die Elementgröße
vom Array zu kontrollieren. Wenn Impact nur ist, dann ist jedes Element nur 8 Bytes. Wenn Impact größer ist, dann ist die Größe von jedem Element größer auch. Ja? Dann sehen wir verschiedene Entwicklungen dort. Ja? Zu diesen Themen in dieser Woche wird es keine Übungen geben, können aber trotzdem in der Klausur abgefragt werden. Ich kann genau sagen, das Speichert ist ein ganz großer Modul. So, wir haben zusammen 3 Vorlesungen über Speichert geübt. Hier, es gibt keine Übungen. Diese Übungen müssen wir nicht weitermachen, weil diese Woche ist das Ende des Semesters. Aber natürlich Speichern sind ganz wichtig für die Klausur. Es gibt mindestens 5 bis 10 Punkte über Speicher. Jedes Jahr. Mindestens. Es gibt natürlich auch Übungen über Speichert in Probeklausur. Ja. Okay, so wir gehen zum Point. Was sind die Vorteile von Write-Through-Caches? Ja, so ich würde weiter gehen. So, die nächste Frage. Was sind die Vorteile von Write-Back-Caches? Was war früher? Früher war Write-Through, dann hier ist Write-Back. Ja. Ich soll sagen 5% bis 10%. Speichert ist mindestens 5% und vielleicht 10%, vielleicht auch ein bisschen mehr in Klausur. Wie viele Punkte muss man für Bestanden bekommen? Diese Information bekommen Sie später auf Klausurblätter. Wir müssen zuerst die Klausur. Wir haben noch nicht wir haben nichts gemacht über Klausur. Ganz grob irgendwas bei 50%. Ja, 50% ist besser. Ja. Plus, minus. Ja. Das muss, so, I have to explain why we don't know what we do in the exam yet. Because I've been in this business for a few years. And what I know is one thing. As long as I have the exams designed, when you ask me, I would have no idea how to lie. And the only thing to make sure that I do not lie is that I do not design the exam before the moment that we will still see each other. So I have zero idea what would be in the exam at this moment. I just can tell you what happened in the past. And what will happen this year would be still similar, but there would be, of course, some different designs due to the digital exam. Yeah? There are some questions that I asked in the past, but I will not ask this time because you will just be able to get the answer directly from the script or from the slides. Yeah? But 50% plus minus, 50% minus up to 10% would be the reasonable range you can think about the points you need to have for passing the course.
Okay, gut. Was gehen wir zurück? Wir haben jetzt, was ist das? Wir gehen zurück. So, write through, show results. Write through ist wichtig. Die Inhalte in Cache sind immer dieselben wie im Speicher. Das ist die Vorteile von Write-Through-Caches. Und später kennen Sie vielleicht schon, Sie kennen schon diese Terminologie Coherence, Cache Coherence auf Englisch. Es bedeutet gleich das Konzept. Die Inhalte in Cache sind immer gleich wie in Hauptspeicher. Das ist einfach jetzt mit einem Prozessor. Wenn wir mehrere Core, mehrere Kerne und mehr Prozessoren benutzen, dann Cache Coherence ist ein großes Problem. Das sprechen wir nicht hier, aber Cache Coherence ist immer ein Thema für Rechnerarchitekturen. In Vorlesung und auch in Klausur, aber nicht hier. Was sind die Vorteile von Write-Back Caches? Das können wir jetzt gucken. Show Results. Das bekommen wir die zwei. Für Write-Back, die Latenz ist gering. Es bedeutet, wenn wir mehrmals an gleicher Stelle schreiben, dann schreiben wir nur einmal im Hauptspeicher. Und das ist es ist besser für die zwei Dinge. So, die unnötige Schreibenzugriff belastet nicht den Hauptspeicher und deswegen ist auch die Latenz geringer als Write-Through-Cache. Und dieser Write-Back kann man auch später machen und gleichzeitig mit anderen Daten im Cache, im Hauptspeicher schreiben. Das ist, man kann mehrere Daten einmal im Hauptspeicher schreiben. Aber diese sprechen wir später in Vorlesung der Rechnerarchitektur. By the way, Christian, what is your opinion about the lecture computer architectures? Maybe we can also talk about a lecture here. What is that lecture about? It's way more details about the hardware itself, but probably I should answer it in German. Also die Vorlesung Rechnerarchitektur beschäftigt sich mit diesen ganzen Details um die Organisation der Hardware. Also wie funktionieren Cache, was passiert genau bei Write-Back und Write-Through, wie kann man damit besser umgehen. Also das noch viel mehr im Detail, wen es interessiert, dem lege ich Rechnerarchitektur auf jeden Fall ans Herz. So, wer gibt diese Vorlesung? Das gibt Professor Chen nächste Mal im Sommersemester. Und wenn ihr das nächste Sommersemester hört, werdet ihr mich auch in der Übung wiedersehen. Und du bist auch der Tutor, oder? Genau. So, wir werden auch noch einmal in den nächsten Jahren über Rechnerstrukturen Vorlesung und Rechnerarchitektur Vorlesung. Rechnerstrukturen im Wintersemester und Rechnerarchitekturen im Sommersemester. Normalerweise anbieten. Ja, gut. So, wenn Sie mehrere Fragen über Rechnerstrukturen und Rechnerarchitekturen haben, dann sprechen wir später in anderer Vorlesung. Es gibt natürlich auch die Konzepte von Scoreboarding, Tomasuros Algorithmus, Branch Predictions und Spectrons, diese spekulativ ausführend über diese Konzepte zu sprechen. Das ist für Rechnerstrukturen Vorlesung schon zu tief, aber wir sprechen diese Konzepte in Rechnerarchitekturen Vorlesung. Das ist nicht ganz vollständig,
nicht ganz vertritt, aber das ist schon besser mit besser Verständnis mit Rechner Hardware. Und wie man die Software, wie man Software schreiben sollten, um die Hardware effizient zu benutzen. Okay, so that means that the lecture computer architecture is not just about the architecture hardware itself. It's more about how you or how a computer scientist should utilize the hardware to make your program or to make the execution of your programs or systems faster and more efficient, including also energy consumptions. Okay, gut. Dann das Konzept über reale und virtuelle Caches haben wir schon letzte Woche gesprochen. Es gibt natürlich diese Discrepancy zwischen reale Adresse und virtuelle Adresse. Die Frage jetzt ist, wie sollten wir Cache organisieren? Sollten wir Cache mit virtueller Adresse benutzen? Oder sollten wir mit Cache mit virtueller Adresse benutzen? Oder sollten wir Cache hier mit realer Adresse benutzen? Wenn wir Cache hier mit virtueller Adresse benutzen möchten, ist es natürlich schneller, weil wir zuerst die Daten von Cache bekommen, bevor wir die Adresse noch einmal im MMU setzen. Das ist schneller, und wenn wir reale Caches benutzen, dann ist es langsamer, weil jeder Zugriff brauchen wir diese MMU hier, um die richtige Adresse zu setzen. Es gibt ein paar Probleme mit virtueller Cache. Das ist funktioniert normalerweise nicht so einfach. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel virtually tagged, physically addressed, virtually tagged und weiter. Und jemand hatte am letzten Mittwoch hier gefragt, wer hier besser ist. Ich habe ein paar Folien im Anhang gelassen. Sie können dort lesen und sprechen wir das Konzept weiter in Rechnerarchitekturen Vorlesung. So, wir haben schon das Konzept hier mit mehreren Caches gesprochen. Wenn wir mehrere Platz benutzen möchten, gibt es L1 Cache und dann L2 Cache und L3 Cache und weiter. L1 Cache ist normalerweise auf Chip. L2 Cache ist auch normalerweise auf Chip. L3 Cache kann auf Chip oder auf Chip sein und speichert. Das ist normalerweise nicht auf Chip. Was ist wie groß ist was sind die typischen Cache-Größe? Haben wir schon früher gefragt. Für L1 Cache ist es normalerweise ein paar Kilobytes. L2 Cache ist vielleicht ein paar Megabytes. L3 Cache ist vielleicht ein bisschen mehr. Und dann ist schon Hauptspeicher. Hauptspeicher zurzeit kann mehrere Gigabytes gibt. So I started my first computer with, I think, when was that? It was already 30 years ago. So I got my first computer, and I think the first memory I had was 640 kilobytes. I was not able to load the floppy disk completely to the memory. I had to write several steps to do that. Yeah, but nowadays it's different, so we never talk about that anymore.
Okay, so. When cache or TLB fault, or so when cache TLB out oder Patch Frames fault sind, müssen wir übertauschen. Ne? Müssen wir diese Austauschverfahren gucken. Da die Einträge sind schon fort, wir sollten einer von Cache TLB oder Patch Frames entwerfen. Es gibt viele Möglichkeiten, mit diesen Austauschverfahren zu machen. Es gibt drei, mindestens, wir sprechen hier mit einfacher Strategie. Man kann Zufahrtverfahren benutzen. Das bedeutet, wir auswählen ein zufällig Eintrag und dieser Eintrag wird überschrieben. Und dann es gibt andere mit not recently used andere mit least recently used. Wir benutzen normalerweise in Klausur, in Pro-Klausur, in Übungen nur diese least recently used. Das Konzept ist ganz einfach. Wir überschreiben den Antrag, der am längsten nicht benutzt würde. Es bedeutet, wir sollten wir sollten die Erde von Einträgen dokumentieren. Wir sollten, so we should actually memorize the age of the entries. Und dann es gibt am jüngsten und am ältesten. So wir überschreiben einfach den Eintrag, der am längsten oder der am ältesten nicht benutzt würde. Okay? Good. So that means that for LRU cache, you maintain the list of edge. The one that is the longest, not the one that is least recently used, is evicted from the cache. So what's important is to know to maintain the edge. You maintain the edge to record which one has been recently used, which one is the youngest one, which one is the second youngest one, and so on and so forth. And then you evict the one which is the oldest one, depending on the access pattern. So, dann kommen wir die nächste Frage. Das ist Report. Gegeben die Speicherzeiten werden in folgender Reihenfolge zugegriffen. Nur 1, 2, 3, 2, 4, nur. Oder Sie die Zeiten nach dem Zugriffsart. Links ist die jüngste Zeit. So zum Beispiel nur 1, 2, 3, 4, 5.
So Rechnerarchitekturen ist eine wahlfreie Vorlesung für Informatik und angewandte Informatik. Es ist normalerweise ein 5. Semester oder es zählen auch ein paar Leute vom 4. oder 3. Semesters. Ja? So, wie würde die Architektur eines Computers aussehen, die kleine Speicher besitzt, danach ähnlich performt wie unsere heutige? Das ist jetzt mit Cache genannt. Das ist die Frage. So, Christian, verstehst du? Oh. Nicht direkt, also Speicher sind halt schon ein zentraler Teil unserer Computer. Also, so, schwer zu sagen. ich gehe zurück hier. Wir gucken mal. So, hier ist von Intel Quad-Core. Das ist nicht heutiger, aber schon für noch ein paar, vor ein paar Jahren, 2 oder 3 Jahren schon ganz heutiger der Zeit. Wir sehen fast 50% am Chip ist für Cache. L1 und L2. Okay. Wir gehen zurück später. Ja. Gut, ich habe keine Ahnung, welche richtig ist. So, Voting. So, nur 5, 4, 2, 3 und 1. So, nur 5, 4, 2, 3, 1. Das ist richtig. Dann gehen wir weiter. Jetzt. Wenn der nächste Zugriff die Seite 7 beinhaltet, Cache aber nur 6 Cache-Zeiten fassen kann, welcher Eintrag wird verdrängt. Dann gehen wir zurück. Was ist hier? Welche sollten wir empfehlen? Gehe ich ab zurück. Folien 21. Was ist das? Okay. Es braucht zu viel Zeit, um diese Folien hier zu erkennen. Meine Empfehlung ist einfach Helpdesk gehen oder mit Tutor sprechen. Das ist das Konzept mit First Fit und Best Fit. Und ja, ich würde empfehlen, dass es einfacher ist. Okay, ist das so, weil es für virtuelle Adresse eine bestimmte Wert gibt, diese in reale Adresse schicken? Die beiden Fragen gehörten ja zusammen zu Folie 21. Das ist auch zusammen, okay. Als links das Jüngste in unserer Frage. Ja. Genau. Gut. So, welche sollten wir empfehlen? Wir haben gar nicht die Ersetzungsstrategie angegeben in der Frage. Mhm. Oh, das ist RAU, ja? Ob LRU oder ja. MRU. Machen wir RAU, ja. RAU ist. Remember to add that now, Christian, otherwise.
those who are not here will be lost. Yes. Gut, so, nur ist am jüngsten und 1 ist am ältesten. Das bedeutet, jetzt bekommen wir Zeit 7. 7 ist nicht in Cache, so es ist ein Cache-Miss. Wir sollten die erste Zeit ersetzen und dann das 1 ist weg und dann bekommen wir jetzt 7 aus jüngsten und dann 7 nur 5, 4, 2, 3 ist unser neue Artes weg. Okay, so das ist 1 ist weg und das war's. Gibt es Fragen über RAU? Okay. Vielleicht kann ich noch eine Anmerkung machen. Wenn man es umsetzen würde, würde man nicht eine Liste von den einzelnen Seiten speichern. Das ist viel zu kompliziert, sondern man merkt sich eigentlich pro Seite das Alter einfach. Also als Alterswert. Ja. Natürlich, in Rechnerstrukturen sprechen wir auch, wie man diese RAU-Liste von Hardware implementieren kann. Und dann bekommen Sie auch ein paar Erfahrungen, wie man solche komplizierte Liste auf Hardware implementieren kann. Das ist nicht einfach. So, RAU mit C mit Hochspeicher zu programmieren ist nicht schwierig, aber wenn Sie nur mit Hardware implementieren können, dann das ist nicht ganz einfach. Okay, warte mal. Ich muss zuerst zumachen. Die Kinder machen etwas Quatsch. Ich gehe zurück in ein paar Sekunden. Okay. Kinder, was ist los? Okay, gibt es Fragen? Okay, LRU auf Englisch, LRU auf Deutsch. So this recently used. Okay, dann glaube das haben wir fast fertig gemacht und ich würde auch noch ein bisschen über Massenspeicher sprechen und jetzt können wir weitergehen. So, wir haben über Register Cache Hausspeicher schon gesprochen und es gibt noch ein paar Themen hier für speichert. Es gibt Bänder, sekundär speichert, Praten Caches. Wir haben keine Zeit in dieser Vorlesung über Disk Cache hier zu sprechen. Das Konzept hier ist, die Daten vom File System auch im DRAM speichern. Das ist hier für Praten Cache ist
zwischenspeichert zwischen DRAM und Filesystem. Und das ist mit gleichem Konzept. Wenn Sie gleiche Daten von einem File häufiger benutzen möchten, dann gibt es auch die Daten im DRAM, nicht nur auf Harddisk, auf SSD. Und das Konzept bekommen Sie auch vom Betriebssystem. Und ich würde nur über sekundär speichert oder tertiär speichert kurz sprechen. Und es gibt ein komisches Ding hier, sogenannte Bänder. Und Bänder auf Englisch ist Tab. Ja? Und meine Frage jetzt hier ist, dass es sieht ganz art aus, aber was haben wir hier? Bänder. Würde Bandlaufwerk, würde Bänder heutzutage noch verwendet? Das ist eine kurze Frage. Gibt es die Möglichkeit, Rechnerarchitekturen und eingebettete Systeme zu belegen, oder muss man sich dafür eins entscheiden? Christian, was sagst du hier? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich meine, es ist beides Wahlpflicht, oder? Ja, beide Wahlpflicht, ja. Und ich glaube, es gibt durchaus die Möglichkeit, wenn man Informatik, nicht angewandte Informatik studiert, dass man dann 2 Wahlpflichtmodule machen muss. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Also im Zweifel Studienberatung fragen. Ja, es gibt ein paar Studien in beiden Vorlesungen, aber ich bin unsicher, ob sie von angewandter Informatik oder von Informatik sind. Ich glaube, wenn Sie Informatikstudiengang studieren, dann beide sind möglich. Für angewandte Informatik bin ich unsicher. Christian, warst du bist von angewandter Informatik, oder? Genau, und ich Ja. habe nur Rechnerarchitektur gemacht. Ja, gut. Aber ich sehe ein paar Leute mit beiden Vorlesungen teilgenommen. Aber ich habe nicht genau gucken. Und wenn Sie noch Fragen über die 2 Vorlesungen, können Sie bei mir oder bei Studienbeirat fragen. Ja? Später. Ich kann auch überprüfen und gucken. Gut, das war da. Ups. Was haben wir? Was habe ich gemacht? So, zuerst Luck, Show Voting. Ja, 70%, 30% nein. Ja, so. Tabs are not used anymore for pop songs and anything like this, but they are still used nowadays as the third level storage. So, die answer ist ja. Und meine nächste Frage ist, warum? Was ist kein Grund dafür, dass Tabs heutzutage verwendet werden? What are not the reasons that tabs are still used today? Wikipedia hat nein gesagt. Okay, es tut uns leid. Aber Wikipedia sind nicht zuverlässig gehört von. Das ging jetzt auch darum, das einfach zu belegen, wenn man es nicht belegen muss, also wenn es nicht im Studienplan vorgesehen ist. Ich meine, das geht. Mhm. Ich weiß halt nicht, ob und wie das dann auf dem Zeugnis auftaucht.
Aber ich glaube, so ein paar Leistungspunkte darf man ja auch durchaus mehr machen, die dann sogar irgendwie vermerkt werden. Aber ich weiß es auch nicht. Wir gucken mal. Christian, haben wir Single Solution gesetzt? Oder nur? Check. No. Oh, ja. Okay. Sorry. So, wir machen nochmal. Es ist mit mehreren Lösungen. Okay? So, gucken noch einmal. So what are the reasons that, so I would answer the reasons. Huh? What are the reasons that we still use tabs? Oh, sorry. Yeah, normal. Okay, good. So, if you look at the hierarchy, the memory hierarchy, we always say one thing. When we go back to the levels, this part is always in this hierarchy. Registers are small and fast. Caches are a bit larger than registers, but slower. Memory are larger than caches, but slower. Disks are larger than memories and slower. The tabs are larger than the disks and flash memories, but they are slower. Okay. In addition to that, we also had to look at the cost. I think it's 66. Cost. We also look at the cost. The cost per megabyte. The SRAM is much more expensive than the DRAM. The DRAM is also much more expensive than the disks. The disks are also much more expensive than the tabs as well. Okay, so therefore, according to this hierarchy, what we usually see is that when we move from one layer to the next layer, the speed is actually reduced. The cost is also the cost is also reduced. The size is increased. Okay, so that's important, right? So that means that the tabs still have this advantage of its massive data. The data that you can store per dollar is much higher than any other means. So therefore, tabs are still useful, especially when you want to store large amount of data. Especially for the data that you need a high duration. The lifetime of the hard disk is a few years. The lifetime of the tabs could be up to 30 years or 40 years. If you want to store the data with high duration, then you need to store it. You can store it in the tabs and then you can revisit them later on. So now we see that what are the reasons that we still use tabs. That was my explanation here. The tabs are cheaper than hard disks and SSDs, solid state disks. This is correct. The disks are faster than hard disks. This is definitely not correct.
the disks can hold longer, the higher duration than under median. This is also correct. The disks are physically smaller than a hard disk. This is actually the opposite, but it's irrelevant. The size of the disk physically is not relevant information. Of course, it's relevant because you have to put them somewhere to store them. And the reason why you still store those giants in terms of physical size for the data is still because of that, the high duration and the low cost per data or per megabyte. So therefore, I hope we get the correct ones. These two. Any questions? Okay, good. And by the way, we never talked about SSDs yet, but some of you may have this misunderstanding that SSDs are more reliable than hard disks. SSDs will suffer from this so-called data retention. Most of SSDs are based on flash memories. And flash memories are based on the number of electrons you stored in the cell. And now if you do not charge your flash memories for a long time, the number of electrons that maintain in the correct state would be reduced. And therefore, you would not be able to read the data after a while. This is called the data retention problem for the SSDs as well. The SSD's retention time depends on how many electrons you have in one cell. And if you use those technologies called 3D compact or multiple celled flash memories, you will start to see the problems when you have high capacity. So your high capacity has a drawback with respect to the data retention time. You do not see that because you charge your flash memory when you use that, but you will never use SSDs for backup because they would just be destroyed after a while, not being charged. Okay? No question? Ja, okay. So, aber wir sprechen hier nicht über Bänder, aber heute haben wir nur ein paar. Ich habe mit Christian vor der Vorlesung ein paar Minuten über SSD, Platten und Bänder gesprochen. Dann wir haben gedacht, dass vielleicht eine gute Frage hier zu stellen können. Okay, so Platten or redundant hard disks. What can we learn from hard disks? So we can use this concept to talk about the size of the disks. Like this is what you learned also from the internet called redundant arrays of expensive disks. So it's not only related to disks, but if you have inexpensive medians, you can always use the same concept to make your system even more reliable, even if they are inexpensive. So what you would also learn is that not every single disk is actually reliable. If you store your reliable data on your hard disks or SSDs, it's possible that the disk is malfunction and you will just lose everything you have. So the general idea that you can do is to make some backup of your disks. You can back up everything by hand, or you can back up your data or your programs or your operating system using an automatic tool. And this is with this name, RAID, that defined in the past already. So RAID stands for redundant arrays of expensive disks. So you get the general idea is to use
the redundancy to make your system more reliable and also make your system faster through parallel reading and parallel writing to the disks. So RAID 0 has nothing to do with this concept. We can start from RAID 1. RAID 1 is called mirroring. The general idea is very simple, that you basically just mirrored your data. So let's assume that I have 4 disks. So 0, 1, 2, 3. What I do is to just make the identical copy of them. Instead of using 4 disks, I use 2 times 2 disks. So what you can use is that you basically make the same copy from disk 0 to disk 2, from disk 1 to disk 3. So what you can do is that you can basically tolerate one disk failure. If this disk is broken, then I can still use the other paired for my redundant execution. So this improves the fault tolerance. It needs 100% additional utilization of your system. That means that you only use 50% of your hard disks to achieve this fault tolerance. And in this case, with 4 disks, you would basically consider that 2 disks are just used for the backup, and the others are used as the original copies. I skipped RAID 0. RAID 0 has nothing to do with redundancy. This is only for striping. Basically, in the old days, when I just talk about the size of my main memory, I also remember that my first hard disk had 10 megabytes, and I was so excited about my 10 megabytes hard disk because I did not have to replace my soft disks during in the middle of a game. Please insert the next disk to load the data. It was actually a good experience when you basically can put everything into the hard disk. Oh, by the way, 10 megabytes at that time. And it was basically to make multiple copies of your hard disks to have a larger capacity. Nowadays, of course, this is called volume manager. So you can do this logically in any operating systems over here. It's called RAID 0. Now you can do RAID 0 plus 1. You can first mirror it and then stripe. Or you can do 1 plus 0. You can first stripe and then mirror it. Yeah? So 1 plus 0 or 0 plus 1, they are slightly different. I would encourage you to check the difference. What I'm going to talk a little bit more here is about this concept of RAID 5. RAID 5 is also called distributed parity. What we do here is to store the parity information in the distributed hard disk system. It was actually started from the parity. So let's first talk about the parity over here. The concept of parity is based on exclusive OR. So what you can think is that if we have x1, x2, x3, x4 stored in your hard disk, now you can tolerate one of them to be gone, and you can still do the recovery. What you need to do is to start their parity bit. So let's say I have y. Y is x1, exclusive for x2, exclusive for x3, exclusive for x4. So what we can get is that if we have the exclusive OR defined here, so this is exclusive OR, this is exclusive OR, this is exclusive OR. Now, assume that I have x2 missing. So if x2 is gone, what is x2? So x2 is basically
cannot click. Okay, I'm sorry, I cannot click, so I use the blue color as well. So x2 is basically x1 exclusive of x3 exclusive of x4 and also exclusive of y. So what we can say here is that as long as we have only one bit missing here, then we can recover this bit information by just taking this exclusive out comment again. So if we have x1, x3 missing, then we just do x3 is basically x1 exclusive for x2 exclusive for x3 and exclusive of y over here. So as long as we can start the parity bit correctly, then we can use this parity bit to recover the information we have here. So what we can do here is that let's assume that we have 5 disks over here. We can basically store 0, 1, 2, 3 on the first 4 disks. And then on the 5th disk, we just store the corresponding parity information. So we just basically store the corresponding exclusive OR results in all the bit, all the block structures. And this is called parity redundancy. With parity redundancy, what you get is that you basically have 5 disks, but you only use 4 of them most of the time. The 5th is only used as a backup. Remember that the RAID was not designed just for redundancy, but also for the parallel reading and writing. The distributed parity has this concept that the parity bits can be stored in a distributed manner on the disks you have. Instead of storing the parity bits only on one disk, we store the parity bits on every disk. So the general idea here is that we start 0, 1, 2, 3 on the first disk, on the first 4 disks, the parity block on the 5th disk, and then we distribute the parity bits on other disks as well. So you see here is that the parity disk block 1 will be stored on disk 5, disk 4, and P1 is stored on disk 3, P2 is stored on disk 2, P3 is stored on disk 1, P4 is stored on disk 0. And you can repeat the same pattern again and again. And this guarantees that no matter which disk fails, you are able to just recover the information to get the correct data that you stored in the hard disk beforehand. Now it goes to my next question. Where is my next question? Here. Suppose that you have 5 1 terabytes disks, and then you use them for RAID 5. How much capacity do you have in the system in terms of your storage? In my slides, P0 to P4 parity blocks. The reason why I use bits for explanation was that 1 bit is not enough for 1 block unit. So 1 block, let's say 1 block is 4 kilobytes. So this stores 4 kilobytes, the bit parities for 4 kilobytes here.
So X out. So the general idea of XOR is very simple, right? So XOR, we know that. So if Y is X exclusive of Z, then we know that it's equivalent. This means that Z exclusive of X is Y. And also, what else? Oh, this is the same. That means that, and also Z exclusive of Y is X. What else do we have? And then X exclusive of Y is Z. So this means that you just do any exclusive or operations that would be the same. Okay, if Y is X exclusive of Z, then Z exclusive of Y is X, and X exclusive of Y is Z. So you can prove this one, okay? So how do you prove this one? You can make a truth table, right? So to prove that this is the case, you just build the truth table, and you can basically go through this. Yeah? So that means that we just do the same thing with multiple exclusive OR, and this exclusive OR property would be always maintained over there. I'm also curious how much we have. Seems that 4 terabytes looks correct. So you have 5 1 terabyte hard disks. You use RAID 5 and you go back to RAID 5. We basically sacrifice one disk logically for the parity bits. So you only use 80% of your capacity for the 5 disks instead of 5 terabytes. The advantage is that when this disk is broken, you just put a new disk in, and when you put a new disk in, how do you calculate the corresponding information? You just read the 4 parity, read the 4 blocks, and then do the exclusive OR, you get the corresponding data, and you just put it back. So whenever there's a broken disk, take it out, put a new disk, and then the data would be restored over here. Okay. Any question? Of course, this is the ideal case. If you look at the reality, I can tell you what else can go wrong as well, but we don't have time for that. Fortunately and unfortunately, we danach auch in RAID 2 nur mit 3 Platten möglich. Okay, good. Oops, I'm sorry, I erased that too early. With 3 disks, how do you say, Christian? Vom Prinzip ist Paritätsberechnung mit 3 Platten natürlich möglich. Die Parität von 2 Platten auf Matrizen zu berechnen. Aber ich glaube, dass RAID 5 nicht mit 3 Platten, also die RAID-Standards sind halt fest definiert. Yeah. So logically, what I explained there would work also with 2 disks, right? You just basically use one, and then one for the primary data, another for backup. You don't have the exclusive OR, sorry. So you don't have exclusive OR, so you cannot do that, but you can make them with 3 logical ones. So you need 3 disks. So you have X and Y, and then do this stored in Z. And this is possible, but you lose too much capacity, right? You lose 33% of your system, and this is actually, I haven't seen anyone doing that, but maybe it's possible from the software perspective. But I would say this is, at this
To my knowledge, I've never seen anyone doing RAID 5 with only 3 disks. But 3 would be the lower bound. You cannot do that with 2. Okay, that's it. Any questions about what is that? About the RAID? Okay. So, if not, I would suggest that we go to the last part of the memory. This is about the flash memory. And this is also known as the solid state disks as well nowadays. The flash memories are used in digital cameras, in smartphones, in everywhere that you need to have storage that can be resistant against viruses. Sorry. Be used against vibrations. Because hard disks are not fault tolerant against vibrations due to the reason that this was done by the rotation of the disks. So there are 2 types of flash memories. One is NOR flash, another is NAND flash. Okay, so the difference between NOR flash and NAND flash is due to their structure. We look at their differences in terms of their usages here. So the NOR flashes are used for the replacement of read-only memories or the execute-in-place memories. The main reason is because that NOR flashes are very slow in writing, but you could actually read the NOR flashes efficiently and also can directly execute a program on the NOR flash. For the NAND flash, it's faster in terms of writing, okay, over here, but you cannot execute the program directly on the NAND flash. So NAND flash is in fact only better in comparison to NOR flash in the categories here for the writing, but it has been widely used due to this feature that you write the data and you want to store the data in a massive amount with a reasonable price. So what do we have here? The first one is that the read and access speed, NOR flash is faster, right? NAND flash is slower. The block erase of a block is faster for NAND, but slower for NOR. The size of a cell is actually small in NAND, therefore it has higher capacity, but NOR flash requires large cell size. That means that with the same area, NOR flash has little smaller capacity. And the reliability is better for NOR flash, but not. NAND flash has lower reliability, and the direct execution would be possible for NOR flash, but not possible for NAND flash. I'm sorry, I should say that NAND flash is better in terms of the speed for writing and the size of capacity. So the 2 advantages here for NAND flash actually make NAND flash commercially possible to be used as the replacement of hard disks as a storage, but NOR flash would have no such capability to be used for massive storage. So what are NOR flashes? Where are NOR flashes used? They are used to actually store as a boot flash or set-top box for the digital TVs, or also for the programs that use in automotive systems to store
the programs you use that need high efficient execution, and also a replacement of the classically read-only memory to be used as NOR flash. The NAND flashes are used as data storage, and the USB sticks you have nowadays, the memory sticks, and also the memory cards, and also the solid state disks. Okay, so if you look at the flash memory, what's difference is that when you have the flash memory, you cannot write to the same address. If you want to write to the same address, then you basically have to erase the whole complete block, and then you can write it again. So the characteristics of the NAND flash memory is that when you want to update a page or a file, you cannot write physically to the same address again. Before you write to the same address, you have to erase the complete block, and then after that you can write to the address over there. So what you see here is that erasing is actually much slower than writing. So most of the time when you have to write to the flash memory, then you would have to maintain a data structure to actually move to write to another address that you would like to write. And this is done by using this flash translation layer, and this would basically translate the virtual address of your file to the physical address of your file. I hope that you see the similar concept here already. That means that in the solid state disks and the flash memories, we also operate the system in the virtual addresses, and the mapping from a virtual address to the physical address can change over time depending on the garbage characters to recycle the unused pages over here. I'm not going into the details over here, but over the years, what has been known is that when you use flash memories, each memory block can only be erased by a certain amount of time. If you erase a memory block too often, then the memory block will be not usable anymore. And this is called wear leveling. So how much has the flash memory been worn? So wear is English. If you a block is already has been already erased many times, then the wear level could be significant, and that block has a potential not to be used anymore if you continue to erase the block in the near future. So that's also the reason why in the flash memory you do not always write to the same address physically again and again, and you are forced to maintain a virtual mapping, a mapping between the virtual address and the real address, so that you can make sure that you can use this flash memory for a longer duration amount of time. For this flash memory concept, of course, I could talk a lot, but of course, I cannot talk a lot neither. I would like to just call it a day here to not to continue to talk about the memory. So what we have learned nowadays is that wear leveling is actually a serious issue if you look at such non-volatile memory structures. Is it possible that in the future that we also have to worry about such wear levelings of in the memory? We have actually talked a lot about the structure of the memory subsystems. What we have seen here is that the disks, the tabs, and the clouds are assumed to be persistent. But the DRAM, the cache,
and the registers are assumed to be volatile. That means that as long as there's no electricity, we don't have any data anymore in DRAM and in SRAM. So is it possible that in the future that our main memory would also be non-volatile? Christian, how do you think? Ich antworte mal auf Deutsch. Ich sag mal sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Wenn man sich das anschaut, müsste eigentlich jetzt schon diese Folie aktualisiert werden. Denn Intel hat letztes Jahr schon marktreif 3D Crosspoint rausgebracht, was quasi ein Arbeitsspeicher ist, den ich so als Arbeitsspeicher einbauen kann, der aber einfach kein DRAM mehr ist, sondern ein Non-Volatile Memory, wo eben die Werte auch drin stehen bleiben, wenn ich den Computer ausschalte. Das heißt, es gibt quasi schon verkaufsfertig, das wird in Servern schon eingebaut und umgesetzt, Alternativen, die ausgenutzt werden. Und da wird sich noch einige Trends abzeichnen, dass das weitergehend stattfinden wird. Ja. Ist es interessant für dich, Christian? Ich lebe davon. Also das ist mein Kernforschungsthema, an dem ich eigentlich die ganze Zeit arbeite. Non-Volatile Main Memory. Also wer da Interesse dran hat, kann gerne mal mit mir reden. Ja, so er hat seit 2018, glaube ich, über das Thema schon geforscht. Und er hat, Christian hat auch eine Masterarbeit über das Thema geschrieben und mit Auszeichnung bekommen und auch, was ist das? Best, what is the award called? Jahrgangsbestenpreis. Jahrgangsbestenpreis von Informatik in 2019 geschafft. Ja, hat. Ja. So, das ist, deswegen habe ich die Frage gestellt. Das Non-Volatile Memory ist natürlich wichtig, nicht nur für Speicher aus Daten, aber auch speichert für Hauptspeicher. In 1 oder 2 Jahren würden wir noch die Folien hier überarbeiten und dann über das Thema zu überdecken. Okay, so, gibt es noch Fragen über Speicher? Ich würde hier... okay, so, dann, es gibt eine Frage, so, wenn Sie zwischen NOR-Flash und NAND-Flash entscheiden müssen, welche wäre es und warum? Ja, das ist das ist eine gute Frage. So, 58? Nein, zu viele. Okay, so, NOR-Flash und NAND-Flash sind nicht gleich. Wenn Sie Flash für Datenspeicher benutzen möchten, das ist NAND Flash. Einfach NAND Flash. Okay? So, Speicherkarte, USB-Sticks, wenn Sie mehrere Speicherkapazität benutzen möchten und wenn Sie mehrmals Daten schreiben möchten, dann das ist NAND Flash. Okay. So, NOR Flash ist normalerweise für ein paar Schreiben, aber meistens Read-Only, dann das ist besser für NOR Flash. Und wenn Sie auch die Anwendungen für Direktausführung, NOR Flash ist auch gleich wie Textsegment von unserem Speicher, von unserem Hauptspeicher. Okay? Sie können das Programm in NOR Flash speichern und direkt auf NOR Flash ausführen. So, die Befehle können direkt dort lassen und nicht im Hauptspeicher laden. Dann das ist auch von NOR Flash. Okay. Gut. Das ist für die zwei. That means that it's very simple. If you need to write a massive amount of data, NOR Flash is too expensive, too slow.
and use this for you. If you only need us to write a small amount of data, very rarely and infrequently, and you want to have fast execution for it, then this is NOR Flash. And of course, NOR Flash is more expensive in terms of capacity. In terms of capacity per dollar. So the NOR Flash and the NAND Flash are due to their types. Okay, so this is the NOR type. Okay, so you basically use the NOT gates to construct the flash cells for reading, and the NAND Flash is used over here. So this is not. I think we will not talk about it here. It would take too much time. Yeah. Okay. Was ist DTR? Distributed parity? Oh. Was bedeutet DTR? Christian, kennst du? Ich weiß nicht genau den Zusammenhang auf dieser Folie, nein. Ja. Wir gucken mal und dann beantworten wir nächstes Mal. Ja? Aber das ist nicht wichtig. Okay, gut. Über die Klausur. Was können wir erkennen hier? Wird kündigend die Regent in ein paar Minuten an. So nach der die Vorlesung, vielleicht nach 6:30, können Sie die Regent von Mundort, Rechnerstrukturen Mundort lesen. Und dann können wir am Mittwoch sprechen und reden. Und die Frage jetzt hier ist, ob es Camelot-Fried in Rechnerstrukturen gibt. Und ja. Gut. Ja, Christian, kannst du erklären? Jein. Also, es gibt definitiv eine Kamerapflicht. Ihr braucht eine Kamera unbedingt, um an der Klausur teilnehmen zu können. Alleine für die Identitätskontrolle. Während der Klausur an sich, also während der Bearbeitungszeit, werdet ihr aber nicht verpflichtet sein, die Kamera anzulassen. Also ihr könnt die dann ausschalten, dass man euch nicht mehr sieht. Aber dennoch, um an der Klausur überhaupt teilzunehmen, braucht ihr am Anfang einmal die Kamera. Da wird eure Identität mit kontrolliert. Das passiert auch in einem geschützten Raum. Das ist eben nicht passiert, wenn ihr nicht mögt, dass andere euch nicht sehen, dann sehen andere euch auch nicht. Ja, wir brauchen auch diese Camera Fried für die Identity Control. Ohne Kamera können wir nicht Identität kontrollieren. Das Audio-Mikro sind für uns egal. Und aber wenn Sie Fragen haben, natürlich ist es einfacher mit Mikro oder Audio, mit die Tutoren zu reden. Ja? Und wir benutzen, Sie sollten nicht zwischen Klausur mit anderen im Zoom-Meeting diskutieren. Ja? Sie können Hand heben und dann bekommen Sie ein Tutor in
Breakout Room. Breakout Room. Und dann können Sie die Frage dort stellen. Ja? Gut. Es gibt ein paar Protokolle, wir haben es schon im Mundort detaillieren. Bitte so, lesen Sie einfach und dann sprechen wir und reden wir am Mittwoch. Aber es gibt nicht viele Freiheit zu diskutieren. Wir haben schon die das Camera Feed ganz geringer gemacht und das ist natürlich notwendig, wenn wir die Identität zu kontrollieren können. Vielleicht noch kurz, wir hatten ja schon mal die Liste von den Klausurbedingungen vorgestellt, die maßgeblichen Dinge, die sich geändert haben, beziehungsweise die hinzugekommen sind. Sind das mit der Kamera? Sind die Tatsache, dass ihr vor Klausurbeginn eine Versicherung an Eidesstatt über klausurprüfungskonformes Verhalten ablegen müsst und dass es eine Alternative gibt, falls ihr die Klausur irgendwelche Probleme beim Hochladen auftreten. Das heißt, schaut euch genau die Sachen an, die wir später ins Moodle stellen und dann können wir Mittwoch vielleicht noch Fragen dazu klären. Okay, gut. Leider können wir die andere Frage nicht hier beantworten. Das dauert lange. Okay. Verbindungsprobleme. Also, wir reden am Mittwoch. Okay. Über Klausur. Es steht auch in der Liste drin, die ihr gleich seht. Also da stehen die Infos drin. Lesen Sie zuerst und dann diskutieren. Reden wir, nicht diskutieren. Reden wir am Mittwoch. Und wenn es Fragen gibt oder Concerns gibt, dann reden wir am Mittwoch. Gut, bis dann. Tschüss. Tschüss.